Willkommen bei Laura und Mariano und dem zweiten Teil unseres Goa-Urlaubs in Indien. Sommerurlaub in Goa! Wie schon die Hippies vor 50 Jahren standen wir mit Shannon und Markus bereits für eine Woche am Argonda Beach. Ein toller Ort zum Entspannen, Entdecken und es passieren auch immer wieder lustige Dinge. Ja, der Morgen fängt richtig gut an. Ich saß hier mit dem Fernglas und habe so ein bisschen aufs Meer rausgeschaut und dann habe ich so Delfine gesehen, halt dieses Spray und zwischendurch tauchen die ja auf. Und dann bin ich eben schon mit unserer Drohne geflogen, habe ein bisschen was gefilmt, aber das Signal war immer weg, weil es war doch ziemlich weit weg und dann hinter dem Felsen. Aber jetzt sind sie noch mal hier vorne direkt, bei diesem Boot da draußen. Die waren gerade noch da. Oh mein Gott. Leute, die sind weg. Oh nein. Vielleicht sind es gar keine Delfine, es sind vielleicht Wale. Das habe ich mir nämlich auch schon gefragt. Ich habe mir auch schon gedacht, weil die sind so schon anders irgendwie hochgesprungen. Das waren auf jeden Fall Wale. Ich sage euch gleich die Ausnahmen. Mariano, guck noch mal durchs Fernglas. Du siehst die immer gut. Nee, es sind Delfine. Guck mal, wie viele. Mama sind aber Wale auch. Schau mal da oben, glaube ich, wenn du ein bisschen Gimbal. Da ist doch noch was. Mhm. Das ist auch ein Delfin. Aber trotzdem cool. Das sah echt aus wie Wale, Leute. Ja, also, Mariano und ich voll gleichzeitig Große so. Delfine. Das sind riesige Delfine. woher wisst ihr das denn? Guck mal, wie groß die sind. Ich bin auf 15 Meter. Oh. Also es waren wohl doch Delfine, aber die waren schon ganz schön riesig. Vielleicht sind ja Leute unter euch, die Meeresbiologie studiert haben und könnten uns vielleicht sagen, ui, hallo, können uns vielleicht sagen, was für eine Delfinart das war, weil die waren echt groß. Gut gelandet. Gerade so noch mit dem Rest des Akkus. Aber es war auch echt 1 Kilometer weit weg. Ja. Gut, dass ich hier saß mit dem Fernglas und so ein bisschen noch mal geguckt habe. Und ich habe diesen Fischer zugeguckt, wie er da mit seinem Netz Fische einfängt. Und dann daneben habe ich so die Spray gesehen. Leute, das sind so krasse Bilder. Wow. Ich glaub's nicht. Und die Videos muss ich jetzt erstmal noch runterladen. Aber wie geil. Das könnten Das ist so Süßwasserdelfine groß. sein. Krass. Ich kann für BBC arbeiten. Ja. Mit Mariano zusammen. Der entdeckt sie. Ja, geil. Und ich mach dann hier so, ich flieg ihn hinterher. Laura, Surfing, Surfing, Surfing. Willst du jetzt surfen gehen? Ja. Ja, toll. Voll die guten Wellen. Ab mittags weht hier halt immer so ein Wind, der von See kommt. Und dadurch sind dann irgendwann die Wellen hoch genug zum Surfen. Richtig cool. Und wir haben ja hier unser kleines Stand-Up-Paddleboard. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir da überhaupt drauf stehen konnten zum Stand-Up-Paddling. Aber wer hätte gedacht, es ist richtig gut zum Surfen, weil es, glaube ich, auch so viel Volumen hat und so. Und wir haben halt so ein kleines, weil es kann man voll klein zusammenfalten und wir haben natürlich nicht so viel Platz. Ja, aber zum Surfen ist es voll gut. Yeah. Wer uns schon länger folgt, weiß, dass wir während der Corona-Lockdowns in Frankreich ziemlich lange an der Atlantikküste neben einer Surfschule festhingen und dort die Zeit genutzt haben, um surfen zu lernen. Weil es einfach ist, haben wir zu Beginn immer die schon gebrochenen weißen Wellen, wie hier im Bild, genommen. Da muss man nicht so viel paddeln, sondern wird ziemlich gut von der Welle mitgenommen und kann sich auf das Aufstehen üben konzentrieren. Wenn man dann schnell denkt, dass man schon ein Profi ist, versucht man es mit den noch ungebrochenen Wellen, was halt viel cooler ist, aber dann endet es vielleicht so. Die Spitze vom Surfbrett taucht ins Wasser, woraufhin es nicht mehr vorwärts geht und man selbst landet dann auch im Meer. Die Wellen waren aber meist nicht so stark, oft sogar etwas zu schwach, weshalb ich hier auf dem Surfboard das Gewicht nach vorne verlagert habe. Als plötzlich mehr Schub kam, weil die Welle dann brach, bin ich aber nicht schnell genug nach hinten aufs Brett gegangen. Nach ein paar Tagen Übung hatte ich dann aber den Dreh raus, das ist noch eine Aufnahme der ersten Tage, aber wenn man es fast täglich macht, dann wird man schnell besser. Oft musste man aber 5 Minuten oder länger warten, bis wieder ein Set von größeren Wellen kam. Generell war hier die beste Zeit zum Surfen bei Niedrigwasser. Es kamen auch immer ziemlich viele Leute, auch einige, die eine Surfstunde hatten. Manchmal war ich mit
bestimmt 20 anderen zusammen im Wasser. Also ganz cool, dass wir hier direkt am Surfstrand campen konnten. Yeah, die Wellen sind hier richtig gut. Die sind nicht zu stark. Ich war ja auch bei einem anderen Stand schon surfen und da waren die immer viel zu doll. Das einzige Blöde ist, dass man kann nicht so weit surfen, weil die Wellen sind halt schon ziemlich nah am Strand. Aber eigentlich ziemlich gut hier. Also während Mariano da jetzt surft, nutze ich die Zeit und bin in einem Strandcafé und arbeite ein bisschen. Und kann es eine schönere Atmosphäre und Umgebung geben, als unter Palmwedeldächern zu sitzen, den Strand zu betrachten und da zu arbeiten. Also uns geht es hier wirklich gerade ziemlich gut. Und morgen gehe ich dann hoffentlich auch mal surfen. Aber so ist es auch mal schön, das Internet hier zu nutzen, das freie WLAN, dabei was Schönes, Kaltes zu trinken und die Atmosphäre so ein bisschen aufzunehmen. Ich habe hier so von Freunden so einen Kombucha-Pilz bekommen und habe jetzt das erste Mal Kombucha gemacht. Den müssen wir jetzt mal probieren, ob das was geworden ist. Ich kenne mich damit nämlich nicht so gut aus. Wie lange war der jetzt da Voll gut. Ja, der ist so ein Pilz, den muss man mit Tee so anreichern und mit ganz viel Zucker und dann lässt man das so 10 Tage stehen und dann entwickelt sich so Kohlensäure und dann kann man da noch Früchte. Ich habe jetzt Ginger reingetan, also was heißt denn Ginger auf Deutsch? Ingwer reingetan und jetzt schmeckt das so ein bisschen danach. Also ich habe quasi selbst Limo gemacht, voll gut. Und Laura will, dass ich das auch probiere, aber ich finde das eklig. Ein Getränk aus einem Pilz. Ja, das ist wie Sauerteig und so fermentieren und so, da passieren halt Sachen und so. Hefe ist auch ein Pilz. Bäh. Probier mal, das ist richtig lecker. Bäh. Du hast immer noch nicht getrunken. Doch. Mariano weigert sich einfach. Der Pilz War sah ein nicht bisschen lecker. zerfleddert aus. Du hast Ih. gar nicht probiert. Und wir spielen jetzt hier übrigens Karten, alle zusammen, nämlich Monopoly Kapitalismus. Aber ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Das ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, ne? Toll. Noch hast du nicht verloren. 1, 2 und ich leg die raus. Nee, ich leg die raus. Nee, ich leg die raus. 3. Du bist. Wir hatten uns schon bei einem anderen Strand gefragt, wann da jetzt die Schildkrötensaison ist, weil wir hatten da so Schilder gesehen. Und hier sind jetzt ganz viele so Felder, wo die Schildkröten die Eier gelegt haben. Und die werden dann halt abgedeckt mit den Netzen und dann steht da immer drauf, wann die gelegt wurden und wie viele Eier. Es war so hauptsächlich so Ende Januar und die legen wohl echt immer so um die 100 Eier. Voll krass. Und hier auf diesem Schild ist nochmal ganz gut beschrieben, dass die Eier um die 45 bis 60 Tage brauchen, bis dann die neuen Schildkröten schlüpfen. Und nach ungefähr 25 bis 30 Jahren sind die dann erwachsen und paaren sich wieder und kommen dann halt genau an ihren eigenen Strand wieder zurück, um dann hier wieder die Eier zu legen. Und dann reisen die halt bis zu 9000 Kilometer, steht da. Also dann müssten jetzt ja eigentlich bald die ersten Schildkröten schlüpfen. Vielleicht haben wir noch Glück und sehen das. Das wäre echt ein Traum. Der Vollständigkeit halber wollte ich euch nochmal die Situation mit dem Müll hier zeigen. Also ich steige so aus unserem Van raus und dann ja, ist man eigentlich direkt im Müll. Gestern waren hier ziemlich viele Leute. Es war gar nicht Feiertag, wie wir dachten. Es war einfach sehr voll. Und da war auch so ein 6-jähriger Junge, hat so einen Tetrapack Saft geschlürft und ich wusste, ah ja, das landet sowieso gleich auf dem Boden. Und jetzt liegt das da. Ja, und neben unserem Camp sieht es eigentlich überall so aus. Müll, 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 Müll. Also diese Chipsfirma hat leider einen sehr schlechten Fußabdruck, würde ich sagen. Und dann laufe ich noch mal eben rüber
nach da hinten, wo sich diese ganzen Gruppen immer in den Schatten setzen tagsüber, wenn die da so picknicken. Weil da vermute ich, sieht es richtig schlimm aus. Und ich laufe hier auf den Strand, aber ich habe noch meine Schuhe an, weil wir haben gestern auch richtig viele Männer gesehen, die sich einfach hier auf den Strand stellen und einfach so auf den Strand pinkeln. Und wir so, hä, was ist los mit den Leuten hier? Naja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und hier wollen sich ja auch öfter mal Familien oder kleine Reisegruppen mal hinsetzen, weil hier tagsüber Schatten ist. Dann kann man hier gut grillen, entspannen, man ist direkt am Wasser. Aber keine Ahnung, dann hinterlässt man das so und wenn man hierher kommt, dann ist das ja auch so schon. Und irgendwie, ich weiß nicht, die Leute scheinen es einfach nicht zu stören. Und hinterm Strand, neben unserem Camp, beginnt ja quasi so der Dschungel mit diesen ganzen Kokosnusspalmen und so. Und hier ist so ein kleiner Fluss, der leider ziemlich trüb und dreckig aussieht. Und hier könnte man wunderbar campen, mit dem Zelt, Lagerfeuer machen, abends hier mit Freunden sitzen, was auch gemacht wird. Aber dann wird natürlich auch der ganze Dreck immer hier gelassen. Also am Strand geht es, da kommen auch jeden Tag irgendwie so 2 Frauen vorbei, die da den Müll einsammeln. Aber sobald man vom Strand weggeht, ist einfach alles voll Müll, so wie überall in Indien. Wir dachten ja eigentlich, dass es hier vielleicht ein bisschen besser ist, weil hier natürlich viele Touristen kommen. Und wenn natürlich alles völlig vermüllt ist, dann hat man als Touri ja auch keinen Bock hierher zu fahren. Aber so ist es leider irgendwie doch noch nicht. Da sitzt einer. Da sitzen 2. Eine Mami und ihr Baby. Ich will die auch nicht stören. Ist auch blöd. So, für ein frisches Getränk am Nachmittag gehe ich jetzt hier nochmal in den Palmdschungel und suche uns ein paar Kokosnüsse. Und das ist jetzt hier auch nicht nur so eine Palmenplantage, sondern die wachsen halt zwischen diesen ganzen anderen Bäumen und Gestrüpp hier. Und manchmal fallen halt Kokosnüsse runter, bevor die gepflückt werden. Deswegen schaue ich mich jetzt hier mal um, ob ich eine finde. So, Palmen oben drüber. Und dann muss man unten schauen. Ich glaube, das hier ist eine Baby-Kokosnuss. Ist natürlich noch ein bisschen zu klein. Ja, da ist Wasser drin. Also hoffen wir mal, dass sie von innen noch gut ist. Aber ich glaube, ist ganz gut hier. Nehme ich die mal mit. Die hier. Hier ist jetzt kein Wasser mehr drin. Weiß nicht. Manchmal kommen hier, glaube ich, Leute her, die trinken die. Und dann lassen sie aber den Rest der Kokosnuss hier, obwohl da ja noch dieses ganze Kokosfleisch drin ist, was man ja auch noch essen könnte. Naja. Ja, haha, hier ist auch Wasser drin. Toll. Und vielen Dank übrigens an alle, die uns in letzter Zeit über PayPal oder die Thanks-Funktion unter dem Video eine Kokosnuss ausgegeben haben oder was zur Dieselkasse hinzugegeben haben oder wie man es auch immer nennen möchte. Das ermöglicht uns auf jeden Fall weiter zu reisen und noch mehr dieser Videos zu produzieren. Also vielen Dank an alle. Jo. Lecker. Ich habe jetzt nur das Fruchtfleisch rausgeholt. Das ist ganz gut und
Ich habe ja letztes Mal auch schon mal dann selber noch mal so Kokosmilch zum Trinken gemacht. Das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Dafür schneide ich das jetzt noch mal alles ein bisschen klein. Tue das in ein Gefäß mit ein bisschen Zucker, damit das ein bisschen süßer wird. Und dann in den Kühlschrank. Und da hat man ein bisschen, da hat man ein bisschen mehr Kokosmilch. Weil was in der Kokosnuss drin ist, das ist halt echt wenig, weil die ist halt eigentlich nicht zum Trinken, es ist halt eher so eine Kokosnuss zum Essen. Und essen kann man das natürlich auch richtig gut, sehr lecker. Und so arbeitet Laura am Computer. Ja, es ist halt voll heiß, da muss ich hier einfach anpassen. Ja, wir haben aber auch einen Schreibtisch. Ja, aber hier weht so der Wind. Was Mut an Mut. Ein kleiner Strandspaziergang am Abend hier. Ja, und Indien und überwintern. Also wenn man es erstmal hier runter geschafft hat, dann ist es ganz gut, weil hier kann man halt echt so die Seele baumeln lassen, entspannen, auch mal ins Restaurant gehen und eine italienische Pizza essen. Wobei es hat dann jetzt auch nicht mehr so viel mit Indien zu tun. Aber naja, ist halt einfach hier ein Ort für westlichen Tourismus, also auch für indischen Tourismus. Aber hier sind einfach super viele westliche Touris, weshalb wir dann natürlich auch nicht so auffallen und ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden und dadurch halt hier eine ganz gute Zeit haben. Aber man muss natürlich erstmal hier runter schaffen und das ist ja sehr, sehr anstrengend. Deshalb so Indien allgemein überwintern, vielleicht finden es manche Leute gut, aber eigentlich bisher alle, die wir getroffen haben, haben alle gesagt so, oder irgendwann ab einer Woche, ab 2 Wochen ist es einfach nur noch anstrengend, besonders das ganze Fahren. Aber hier hatten wir auf jeden Fall eine gute Zeit, deshalb können wir diesen Ort empfehlen, aber man muss halt erstmal hier hinkommen. Guten Morgen. Wir wollen nicht zu laut reden, weil die anderen schlafen ja noch da oben. Es ist jetzt einer unserer letzten Morgende und wir gehen erstmal in die Stadt Frühstück bzw. Mittagessen einkaufen. Morgens und abends ist echt die beste Zeit, um irgendwie einkaufen zu gehen und in die Stadt und so, weil es einfach jetzt mittags wieder hier so heiß ist, also irgendwie 34 Grad und dann krasse Luftfeuchtigkeit, dass ich gar keine Lust mehr habe, mich zu bewegen. Jetzt ist es aber voll schön. Wir haben uns aber langsam auch so ein bisschen an diese hohen Temperaturen gewöhnt, weil neulich saß ich abends draußen, es waren noch so 26 Grad, aber so ein leichter Wind, da wurde mir echt schon ein bisschen kalt. Oh, die Kühe. Guten Morgen. Hallo. Schon ein bisschen lustig, manchmal läuft man dann so am Strand lang und dann sind da auch so Kühe. Kühe am Strand habe ich auf jeden Fall auch noch nie gesehen. Bist du ein kleines Reh? Ja, und nicht so viel Plastik essen, ne? Fein. Goa ist übrigens der letzte Bundesstaat, der von Europa unabhängig geworden ist. Es war nämlich eine portugiesische Kolonie und dementsprechend ist in Goa auch immer noch ganz viel Christentum verbreitet, beziehungsweise es gibt halt noch mega viele Kirchen und ganz viel portugiesische Architektur, wie man hier zum Beispiel sieht.
kaufen gerade noch mal ein bisschen Obst und Gemüse hier ein bei diesem kleinen Geschäft. Und es ist schon krass, wie grün das hier ist, aber wir sind ja jetzt auch in den Tropen. Und Shannon und Markus waren halt noch südlicher im Land, wo sie meinten, dass halt noch krass grüner ist. Also es ist echt verrückt, wie viel hier wächst. Es ist halt voll cool hier zu sein, weil es hier halt so Ananas, Papaya, Mango und zwischendurch auch Maracuja einfach gibt und man ja weiß, dass das hier angebaut wird und dann kann man sich das mal eher gönnen und sagen, ja, das kaufen wir mal und das ist halt voll cool, so exotisches Obst direkt im Markt hier zu kaufen, ohne so super viel zu bezahlen und ohne dass man weiß, dass es mega weit importiert wurde. Wir waren neulich schon mal abends bei diesem kleinen Imbissstand und wollten eigentlich Abendessen, aber das, was wir alles essen wollten, gab es immer nur mittags oder morgens. Zum Beispiel Samosas, das ist halt hier so das typische Frühstück. Deswegen haben wir jetzt am Morgen ganz viele gekauft, dann können wir die nachher zum Mittagessen. Müssen wir natürlich direkt eine jetzt auf dem Weg essen, brauchen ja wieder Energie, um zurückzulaufen. Und die schmecken so richtig selbstgemacht, also richtig lecker, richtig gut gewürzt. Da ist so Kartoffel und vielleicht Kichererbsen und generell einfach geile Gewürze drin. Wobei es für ein Frühstück auch echt ganz schön mächtig ist. Also so scharf frühstücken sind wir ja nicht gewöhnt. Also der Morgen hier bei uns am Strand ist auch wieder richtig lustig. Da hinten ist wieder der Taekwondo-Typ, der richtig krass Taekwondo trainiert. Das sind so Frauen, die da auf dem Stein rumtanzen. Diese Bootschieber, die die Boote hier aus dem Wasser ziehen. Und eine Krähe, die wir jetzt hier schon dressiert haben. Die hat hier schon so eine Wasserschale, wo sie mal Wasser trinkt. Und die kommt morgens jetzt immer an und will was zu essen haben. Wir haben noch ein paar Haferflocken. Ja, komm mal her. Ja, komm noch mal hier. Gucci, Gucci. Ich leg dir das hier hin. Oh. Jetzt ist sie ruhig. Ja, lecker, ne? Also dieser Strand oder Goa wahrscheinlich allgemein ist echt der lustigste Ort. Hier sieht man die lustigsten Dinge, halt, ne, was Leute hier so machen. Ob es jetzt Taekwondo ist oder Yoga am Strand. Neulich hat da jemand Flöte gespielt oder mit so einer Klangschale, mit so Feuer. Also hier können sich die Leute ausleben und die verrücktesten Sachen einfach so in der Öffentlichkeit am Strand machen, ohne dass peinlich ist. Bei uns wäre es wahrscheinlich peinlich. Das ist jetzt vermutlich unser letzter Abend in Goa und der ist nochmal richtig wild. Wir sind hier noch mit Carlos und Lolita aus Spanien. Die beiden sind 70 bzw. 80 Jahre alt und machen die gleiche Reise wie wir, was halt voll krass ist und inspirierend. Und wir machen jetzt gerade so ein bisschen Aperitivo mit allen zusammen. Mit Shannon und Markus natürlich, die wir einfach nicht loswerden. Spaß. Und ja, war doch ein Scherz. Und ja. Hier so richtig schön beim Sonnenuntergang sitzen wir gleich gemeinsam. So, die Zeit ist gekommen. Die Markise ist eingefahren. Es geht weiter. Und wir debattieren jetzt noch, ob wir jetzt auch heute weiterfahren. Aber als wir auf dem Hinweg hier durch Goa gefahren sind, haben wir gesagt, so, boah, nee, das Stück fahren wir in der Nacht, weil das war halt so viel Verkehr mit Mopeds und Rikschas und halt nur einspurige Straße und so. Ja, aber es war auch ein Sonntag, deswegen wissen wir ja gerade nicht, ob wir jetzt fahren sollen oder heute Nacht oder morgen ganz früh. So, der ernste Teil fängt jetzt an, jetzt müssen wir allen Tschüss sagen. Tschüss, war voll schön, bis bald. Danke, dass ihr so weit erfahren seid. Tschüss Markus, ja danke euch. Vielleicht sind wir auch schneller in Nepal, weil wir merken, your way is the right way. Strecke machen. Ja. Dann brauchen wir immer noch länger als ihr, aber mal gucken. Bye, bye. Okay, wir haben uns jetzt aber auch entschieden zu fahren, weil jetzt alleine hier stehen ist ja auch nicht mehr so toll. Ja, wir müssen langsam los. Jetzt haben wir noch einen Monat, um
dass unser Visum noch gilt und wir wollen die Strecke ja langsam fahren und dann macht es auch Sinn, jetzt langsam zu fahren. Ja, Jetzt ist können wir auch März. noch an einem anderen Strand nochmal stehen. Genau, wir machen das alles ganz entspannt. Aber es ist trotzdem voll schade, hier wegzufahren, weil es war jetzt echt wie 2 Wochen Urlaub. Man kannte so die Restaurants und voll viele Leute, die halt auch Urlaub machen und kannte so voll viele Gesichter und so, weil wir einfach so lange hier waren und irgendwie halt die Leute, denen die Restaurants gehören und hatte so ein bisschen ein Gefühl von Community halt. Und ja, es war auch einfach schön so. Wir hatten einfach eine entspannte Zeit und es ist schon traurig, dass die jetzt vorbei ist. Mal gucken. Hoffentlich wird es nicht zu stressig jetzt. Tschüss, Agonda Beach. Tschüss, Agonda Beach. Schön war's. Autofahren sind ja immer noch mal viel schlimmer, wenn man keine guten Snacks hat und deswegen kaufen wir jetzt hier noch mal ein paar Samosas für die Fahrt heute, weil die auch richtig lecker sind. Sorry. Bevor wir jetzt wieder unsere Reise nach Norden antreten, war das übrigens wahrscheinlich somit der südlichste Punkt erstmal, an dem wir jetzt mit unserem Van je gefahren sind. Wir sind nämlich nur noch 1500 Kilometer vom Äquator entfernt, also richtig weit südlich. Wow. Mit unserem Van. Das ist schon krass. Ja, und jetzt geht es weiter nach Norden. Und das heißt, dann haben wir erstmal die Sonne immer im Rücken. Dann wird es beim Fahren nicht so heiß hier vorne. An was du alles denkst. Wir hoffen, euch haben unsere beiden Videos aus Goa gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und Happy Journey, wie man in Indien sagt.